Hallo, wieder mit Prasham zu einer neuen Folge Schlemmen mit Pschemmek. Heute machen wir was Besonderes und das ist ein vegetarischer Burger. Wir backen uns selber die Brötchen, machen dann einen Zwiebel-Orangen-Chutney. In der Mitte packen wir einen leckeren Halloumi-Käse und drunter machen wir uns einen schönen lauwarmen Krautsalat. Wie das alles geht, erkläre ich euch gleich und wir fangen an mit dem Brötchen. Für das Burgerbrötchen brauchen wir Zucker, Salz, ich habe jetzt schönen Kräutersalz genommen, Mehl, Milch, dann kann man natürlich normale Milch nehmen, wenn jemand möchte, kann man Hafermilch nehmen, das habe ich jetzt genommen, einen halben Hefe, frischen Hefe, man könnte auch 10 Gramm getrockneten Hefe nehmen und Butter. Ein Rührer brauchen wir und eine Schüssel. Jetzt gehen wir folgenderweise vor, wir machen Mehl, Zucker, Salz und Pfeffer. Den Hefe machen wir ein bisschen klein. Dann da rein. Butter auch. Zu Schluss die Milch. Bitte jetzt keine kalte Milch nehmen. Am besten lauwarme Milch. Dann setzen wir das Ganze hier in an der Küchenmaschine. Einmal runter und auf eine kleinste Stufe anfangen zu arbeiten. Das braucht alles ungefähr 5 bis 6 Minuten, dass es einen schönen Teig gibt. Unser Brötchenteig ist jetzt durchgeknetet. Ihr seht ja, wie schön der geworden ist. So, dann schalten wir das aus und gucken wir uns das hier an. So, wunderbar. Guckt mal, wie lecker der geworden ist. Da tun wir alles hier runter. Zack, machen wir auf. So, wunderbar. Das Ganze decken wir jetzt mit einem Tuch und stellen am besten irgendwo, wo es schön warm ist, in der Nähe vom Backofen oder vielleicht irgendwo an die Heizung im Wohnzimmer. Und jetzt lassen wir es eine Stunde lang stehen. Weiter geht's mit dem Orangenchutney und dazu brauchen wir rote Zwiebeln, die einfach grob schneiden. Das könnt ihr entscheiden selber, wie ihr machen wollt, Würfel, Streifen. Also muss tatsächlich nicht ganz dünn sein, weil das wird ja lange angekocht. Dann, wenn jemand scharf möchte, vielleicht so ein bisschen Peperoni. Ich mache jetzt nicht viel rein, aber so ein bisschen Schärfe würde ich schon gerne in meinem Chutney haben. Dann nehmen wir dann Senfkörner. Ich habe mich für grobe Senfkörner entschieden. Man kann ja schon gemahlenen kaufen. Ich möchte mir selber die Senfkörner mahlen. Dann nehmen wir einen Mörser dazu und einfach kräftig in den Mörser hin und her reiben. Da kann man auch gerne selber entscheiden, wie grob es sein soll, fein oder eher gröber. Das wird nachher dann in meinen Chutney reinkommen und wird dann verkocht. Wir schalten uns jetzt die Pfanne ein, warum es ganz heiß ist, jawohl. Dann ein bisschen Olivenöl rein. Anschließend die roten Zwiebeln mit dem Chili. Das hört man schon, wie es brutzelt. Auf dem Boden soll das nicht landen. So. Und dann schmoren wir die Zwiebel ungefähr 5-6 Minuten, dass es schöne Farbe bekommt. So, ab und zu mal umrühren, dass es schön braun werden und schön glasig. Die bekommen jetzt eine schöne Farbe. Da kommt dann der gemahlene Senf. Dann 2-3 Mal umrühren. Und dann kommt auch noch der
Zucker dazu, so dass dann immer so ein bisschen karamellisiert und so köcheln wir das mal 2-3 Minuten. So, da seht ihr genau, wie er so vor sich hin brützelt, wie der Zucker sich löst und karamellisiert. Das Ganze löschen wir jetzt mit dem Rotwein und mit dem Balsamico-Essig ab und lassen das köcheln, bis es runter reduziert ist. So, unser Chutney, das kocht so vor sich hin. Wunderbar. Das hat jetzt schöne Konsistenz hier eingenommen. So, jetzt machen wir uns unsere Orangenmarmelade da rein. Und lassen das Ganze auch nochmal 2-3 Minuten köcheln. Und dann ist unser Zwiebel-Orangen-Chutney fertig. So, dann probieren wir es. Probieren wir das Ganze. Ah, wunderbar. Jetzt kommt da noch ein bisschen Salz. Und Pfeffer dazu. Ihr seht ja, wie schön glasig das geworden ist. Ein Gedicht, ein Gedicht. Lecker, lecker, lecker. So die Orange, die bitte Orange im Hintergrund, die Zwiebel, die Säure. Sehr lecker. So, jetzt sind wir wieder bei unserem Teig. Der ist hier wunderbar aufgegangen. Jetzt war der eine Stunde in der Nähe von der Heizung. So, dann machen wir uns ein bisschen Mehl hier und holen wir den raus. So, wunderbar. Weich und fluffig. Kann man ja sehen, wie das schön weich ist. Legen wir uns hier drauf. So, und jetzt machen wir daraus 2 Brötchen. Schneiden wir einfach in die Mitte durch. Wunderbar. Und dann formen wir so 2 so schöne Brötchen und legen uns das Ganze in eine Form, einen Ring. Kann ein Dessertring sein oder ein Backring. Am besten ein bisschen mit Butter ausfetten das Ganze und dann reinlegen. Und das Ganze muss noch für eine halbe Stunde, genau da wo es vorher war, irgendwo in der Nähe von der Wärme, am besten im Winter an die Heizung oder im Sommer, da muss man sich ja überlegen, ob man das in die Sonne rauslegt. Und als nächstes machen wir uns den lauwarmen Krautsalat. Jetzt geht's los mit unserem lauwarmen Krautsalat. Die Pfanne ist vorgeheizt. Wunderbar. Jetzt machen wir uns die Zwiebel rein. Dann ein bisschen Öl rein. Sonnenblumenöl. Und jetzt schön die Zwiebel anschwitzen. Jetzt schon schön Farbe und dann den fein geschnittenen Spitzkohl rein.
Da brauchen wir tatsächlich nicht viel machen. Wenn der jetzt hier drin ist, dann einfach nur mit der Brühe, die wir uns vorbereitet haben, ablöschen. Und dann einkochen lassen. Wir würzen das Ganze mit Salz. Pfeffer. Und gemahlenen Kümmel. Je nach Geschmack, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Jeder darf selber entscheiden, wie viel Kümmel er da reinmachen möchte. Kümmel hilft ja natürlich bei der Verdauung, bei einem Krautsalat oder einem lauwarmen Krautsalat, ja genau. So, und das lassen wir jetzt nochmal 5-6 Minuten vor sich hingaren. Wir merken, wann es fertig ist, wenn dann komplett die Flüssigkeit verdampft ist. Yeah, clap your hands, say it together. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, tune that rag, the chimney rag. So, wird immer weniger von der Brühe. Braucht vielleicht noch 2 Minütchen und dann ist es dann perfekt für unseren Burger. Zwischendurch probieren. Wunderbar. Hat noch schön Biss. Jetzt habe ich unseren Teig geholt. Das lag jetzt halbe Stunde noch an der Heizung, schön im Warmen. Da kann man sehen, wie der schön aufgegangen ist. Normalerweise macht man dann immer Sesam drauf. Ich habe mir aber heute entschieden, ein bisschen getrocknete Blüten drauf zu machen. So, dann brauchen wir Milch und Ei noch zum Bestreichen. Und jetzt will ich mal kurz zeigen, im Internet gibt es viele Tricks, wie man Eigelb vom Eiweiß trennt. Ich zeige euch meins. Einfach mit der Hand in das Ei rein, das Eigelb hochziehen und ist schon getrennt vom Eiweiß. In die Schüssel rein, dann einen Löffel Milch dazu, einmal verkrölen, rechts, links, jawohl, das passt. Dann nochmal vielleicht mit Schneebesen, wenn das nicht richtig ist. Und mit dem Eigelb, ein bisschen Milch, die Brötchen bestreichen, dass sie auch schöne Farbe nachher bekommen beim Backen. So, sieht gut aus. Einen großen, einen kleinen. Ihr seht ja, wir haben unterschiedliche Ringe. Der eine wird ein bisschen höher und der eine ein bisschen breiter. Ihr dürft dann nachher selber entscheiden, welche ihr nehmt, oder ihr kauft euch 2 gleiche, dann passt es. So, dann machen wir jetzt die schönen getrockneten Blüten oben drauf. Wunderbar, so sieht gut aus. Und das Ganze, sehr gut, noch da ein bisschen. Und jetzt geht das Ganze für eine halbe Stunde bei 160 Grad im Backofen. Und am Ende, die Brötchen waren jetzt eine halbe Stunde im Backofen. Und jetzt kann man die rausholen. So, das ist ja das Resultat von dem Ganzen. Wenn die nicht lecker aussehen, dann verstehe ich nicht, wie es noch besser aussehen soll. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen abkühlen und dann
geht's weiter. Jetzt haben wir schon fast alles fertig. Jetzt haben wir hier den lauwarmen Krautsalat, unsere Chutney mit Orangenmarmelade. Als letztes müssen wir nur noch unseren Halloumi nochmal anbraten. So, einmal in die Pfanne und von beiden Seiten anbraten und dann runterdrehen. Und das Chutney Yeah, clap your hands, say it together. Man kann das ein bisschen runterdrehen, wenn das schön Farbe kriegt. Wichtig ist, dass er in die Mitte schön warm ist. Yeah, clap your hands, say it together. Mit der Geschmack bekommen, den mal Rosmarinzweig reinlegen. Ein bisschen Thymian. Yeah, clap your hands, say it together. So, wunderbar. Alle 3 Sachen sind warm, dann gehen wir ans Anrichten. Unser Brötchen haben wir jetzt in die Mitte durchgeschnitten. Guck mal, das duftet wunderbar. So, und jetzt geht los. Anrichten. Da kommt von dem leckeren Krautsalat und was drauf. So. Dann unser Betty-Ersatz, der Halloumi-Burger. Und obendrauf kommt unser Chutney. Ja. Schön. Und das Ganze. Voilà. Guten Appetit. Wenn euch das alles gefallen hat, dann hinterlasst einfach einen Daumen hoch oder kommentiert das Ganze und am besten abonniert mich und dann habt ihr beim nächsten Mal auch ein leckeres Rezept. Eastern, southern Poland. Everybody a chance to meet us. Doing that right, the Chemek rat. How the evil little kid get that you meet, oh, an alley in the street. Doing that right, the Chemek rat. Yeah, Chemek, 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 oh.